Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den wahrscheinlich stärksten alten Makita-Akkuschrauber an. Der war wahrscheinlich der stärkste vor 5 bis 10 Jahren, wo er rausgekommen ist. Der 451, DD451. Und ja, starten gleich mit den Maßen. Er ist 23,5 cm lang, das heißt ein sehr, sehr langer Akkuschrauber. Dann haben wir ungefähr Breite, relativ breit, 7 cm und so weiter. Er hat halt die alten Maße noch von den alten starken Akkuschraubern. Das sieht man auch, die alten Gene, die spürt man noch heute. Der ist zwar neu zum Kaufen, aber der ist wirklich halt, man merkt schon, dass er älter ist. Ja, das ist die LED, wie ihr sehen könnt, relativ gut, relativ hell. Ist ja Doppel-LED, das macht Makita ganz gut, aber unten, dass ihr nochmal seht, wie es ausschaut. Dann oben schauen wir uns gleich die Lux-Zahlen an, der ist wirklich sehr, sehr gut, definitiv eine gute LED. Aber kommen wir nun zum Rest. So, die Drehzahl ist definitiv ganz gut, im dritten erreicht er grob, im zweiten auch, 570 glaube ich waren es, und im ersten sogar überschreitet er die 300, er ist bei 330 sogar, aber relativ niedrige Drehzahl muss man dazu sagen. Ja, dann schauen wir uns dann die Lautstärke an, der ist ein Vorteil bei Kohlbürstenmotoren immer relativ leise. So, kommen wir nun zu den Schlangenbohrern. Wie ihr sehen könnt, leider der Makita 451, einer von den schlechtesten insgesamt von den Zeiten her. Wieso? Er ist einfach extrem langsam. Leider habe ich die anderen
Videos nicht mehr gefunden, wo ich den getestet habe, aber ich habe gleich aufgeschrieben, wie viele Sekunden er gebraucht hat. Und leider sind es sehr viele Sekunden, weil er eben das meiste gar nicht im hohen Gang schafft, weil er dann gleich mal ausgeht. Er schafft zwar den Moment, aber er geht immer aus. Das ist ein Problem bei ihm. Er hat nicht unbedingt die größte Leistung. Aber man kann ihn definitiv verwenden. Aber ja. Auch beim Gewicht merkt man das Alter. Er ist halt relativ schwer, relativ lang, relativ groß. Und ja, das ist halt so. Das ist halt ein Nachteil, das Gewicht definitiv. Es gibt Leistungsstärkere, die viel kleiner sind. Aber so, es ist halt wie es ist. Kommen wir nun zu was Positivem, das ist die Lautstärke. 82 dB ist extrem leise für die Leistung. Das ist halt bei allen Kohlenbürstenmotoren so, die sind immer viel leiser wie die bürstenlosen. Weiß nicht wieso, die haben auch einen viel feineren Ton, die sind leiser. Es ist einfach, also Ton ist immer besser, also der Klang vom Motor, die Lautstärke ist immer besser von Kohlenbürstenmotoren. Das ist einfach ein großer Vorteil bei denen. Der größte Nachteil ist, dass sie nicht oft eine gute Abschaltung haben und dann gefährlich sein zu verwenden. Wenn man es dann übertreibt, gehen sie relativ schnell kaputt. Das ist auch bei ihm der Fall. Ich habe es gesehen, er raucht und so weiter. Definitiv ist es kein Akkuschrauber, der überlastet werden sollte. So, weiches Drehmoment 39 Newtonmeter, das ist aber im ersten Gang bei 300 Umdrehungen. Das heißt, wenn man es dann auf dem Motor rechnet, ist er nicht der stärkste, weit weg von den stärksten. Bei 600 Umdrehungen, was ein bisschen weniger 600 schafft, 570 glaube ich waren es, da ist er bei 25 Newtonmeter, also da kann man dann grob rechnen, wie viel Umdrehungen und Leistung er schafft im Leerlauf. Und naja, der schaltet ja nicht bei 500 ab, sondern bei 200, 300 wahrscheinlich. Na, er schaltet bei weniger ab, weil sonst würde er nicht rauchen. Der schaltet bei sehr wenig Umdrehungen ab, das heißt, er hat nicht die größte Leistung, definitiv nicht im Vergleich zu den bürstenlosen. Es gibt deutlich bessere Geräte, aber definitiv, wenn man ihn kaufen will, kann man ihn immer noch kaufen. Es ist nicht der schlechteste Akkuschrauber, bei weitem nicht, aber vom Gesamtpaket her, ja, muss jeder selbst wissen. Ein weiterer positiver Punkt ist der Preis. Wir sehen können es 110, 115, 120, sowas habe ich gesehen. Der ist definitiv dann bei den stärkeren Akkuschraubern dabei. Und natürlich gibt es bessere Optionen. Die Frage ist, will man die besseren Optionen haben? Will man ein anderes System einsteigen? Wer beim im Makita-System ist, der sollte entweder einen anderen holen oder den. Ich habe nichts gegen den eigentlich. Ich mag den sogar. Die Lautstärke ist super angenehm, die LED ist gut, die Verarbeitung ist gut, das Bohrfutter ist gut, Links-Rechts-Verstellung, die Kupplung rutscht manchmal, aber funktioniert auch ganz gut. Ich habe nichts gegen den, wirklich nichts. Ich finde den eigentlich, ich habe den wirklich gut gefunden, aber er ist halt nicht mehr, ich sag mal, auf dem Stand der Technik, der heutigen Technik, von dem ist er weit weg. Wenn das nicht stört, wer einen leisen haben will, einen relativ günstigen, wo man auch trotzdem Leistung abrufen kann, würde ich sagen, 30 Newtonmeter im ersten gehen, sagen wir 70, 80 vom Maximalen, das würde ich nur durchgehen lassen, ohne dass er stirbt in kürzester Zeit, dann spricht nichts gegen den. Ich finde sogar, der hat viele positive Aspekte, die Verarbeitung, also alles eigentlich relativ gut, bis auf den Motor und der fehlenden Schutzabschaltung. Ich will nicht sagen, dass der Motor das größte Problem ist. Das größte Problem ist die Schutzabschaltung, da er keine hat für Überlastung. Und das finde ich halt nicht so gut. Und ja, das ist halt so, aber das kann man nicht ändern. Wer mit dem umgehen kann, ist definitiv kein schlechtes Gerät, 115 Euro. Jeder entscheidet selbst, was Gerät er haben will. Ich sage nur meine Meinung, ist ganz okay eigentlich. Der hat eigentlich relativ viele auch positive Punkte. Ja, ich mag den eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Vielen Dank fürs Schauen. Alle Akkuschrauber sind unten verlinkt. Wenn ihr etwas über Amazon bestellen wollt, verwendet den Link unten. Es würde den Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank für jeden, der es macht. Vielen lieben Dank für jeden, der schaut. Abo da lässt, Kommentar da lässt. Servus, danke, bis zum nächsten Video. Ciao.